Die Geschichte, die du kennst, ist eine Lüge. Es gab eine Zeit vor unserer Zeit, eine Zivilisation, die älter war als Ägypten, mächtiger als Babylon und fortschrittlicher, als wir es uns je vorstellen könnten. Dann kam eine Katastrophe und löschte sie für immer aus. Offizielle Geschichtsbücher erzählen uns, dass die Menschheit vor etwa 6000 Jahren die ersten großen Städte baute. Doch was, wenn das nur ein Fragment einer viel älteren Vergangenheit ist? Was, wenn die Mythen von Atlantis, die sumerische Königsliste und die rätselhaften ägyptischen Chroniken die Überreste einer wahren Geschichte sind? Bleib dran und erfahre, wie uralte Schriften von Herrschern berichten, die Zehntausende von Jahren lebten, wie eine gewaltige Flut ganze Kulturen auslöschte und warum moderne Wissenschaftler Beweise für eine verschwundene Zivilisation finden. In den Wüsten Ägyptens gibt es Texte, die eine Geschichte erzählen, die älter ist als alles, was wir für möglich hielten. Sie berichten von Dynastien, die über 36.000 Jahre zurückreichen. Die Sumerer, die Erfinder der ersten Schrift, hielten in ihrer Königsliste fest, dass ihre Herrscher einst bis zu 28.000 Jahre lebten. Und der griechische Historiker Herodot schrieb über eine Stadt namens Tartessos, die so reich und mächtig war, dass sie mit Atlantis verglichen wurde, bis sie plötzlich verschwand. Könnte es sein, dass diese Geschichten nicht nur Mythen sind, sondern Hinweise auf eine untergegangene Zivilisation? Eine Welt, die von einer gigantischen Flut hinweggefegt wurde? Spuren einer solchen Katastrophe gibt es überall. Geologen wie William Ryan haben Hinweise darauf gefunden, dass das Schwarze Meer einst durch eine gewaltige Flut entstand. Archäologen wie Samuel Munoz entdeckten, dass die riesige Stadt Cahokia durch plötzliches Hochwasser zerstört wurde. Und Forscher vermuten, dass ein Ereignis vor über 12.000 Jahren die Sahara in eine Wüste verwandelte. War es eine Naturkatastrophe oder etwas anderes? Die offizielle Geschichte hat viele Lücken, doch die Hinweise auf eine verlorene Zivilisation vor der Sintflut sind überwältigend. Wer waren diese Menschen? Welche Geheimnisse gingen verloren? Und warum gibt es kaum Spuren von ihnen? In den nächsten Minuten tauchen wir tief in diese Rätsel ein. Und du wirst sehen, dass die Wahrheit weit unglaublicher ist, als wir es je für möglich hielten. Die ägyptische Geschichte beginnt nicht mit den Pharaonen, die wir aus Schulbüchern kennen. Es gibt eine mysteriöse Schrift, die behauptet, dass die ägyptische Zivilisation nicht vor 5000 Jahren begann, sondern vor mehr als 36.000 Jahren. Dieses verlorene Dokument, bekannt als die Old Egyptian Chronicle, erzählt von einer Zeit, in der Götter und Halbgötter das Land am Nil regierten. Der byzantinische Gelehrte George Synkellus fand eine Kopie dieser Chronik und schrieb darüber in seinem Werk The Book of Sotis. Demnach existierte eine ununterbrochene Herrscherlinie über 1113 Generationen hinweg. Die ersten Könige, bekannt als Arites, waren keine gewöhnlichen Menschen. Sie sollen 30.000 Jahre geherrscht haben, gefolgt von einer Dynastie von Halbgöttern, die weitere fast 4.000 Jahre regierten. Erst danach traten sterbliche Herrscher auf den Plan. Diese Geschichte klingt unglaublich, doch sie erinnert an eine andere uralte Liste, die sumerische Königsliste. Dieses in Keilschrift erhaltene Dokument berichtet von den ersten Königen Mesopotamiens, die ebenfalls unmöglich lange regierten. So soll der erste Herrscher, Alulim von Eridu, fast 28.000 Jahre lang regiert haben. Die gesamte Liste beschreibt Dynastien, die vor der Sintflut existierten und deren Könige über Jahrtausende hinweg regierten, bevor eine große Katastrophe alles veränderte. Könnte es sein, dass beide Chroniken, die ägyptische und die sumerische Fragmente einer gemeinsamen vergessenen Geschichte sind? Zwei Kulturen, tausende Kilometer voneinander entfernt, aber mit derselben Erzählung, eine Zeit, in der übermenschliche Wesen die Erde regierten, bis eine gewaltige Flut alles veränderte. Der griechische Historiker Herodot schrieb ebenfalls über eine verlorene Zivilisation, Tartessos, eine reiche Stadt in Spanien, die urplötzlich verschwand. Manche glauben, sie könnte mit Atlantis verbunden sein. Sind das alles nur Mythen oder Spuren einer verschollenen Welt? Seit Jahrtausenden erzählen Kulturen auf der ganzen Welt von Wesen, die nicht von dieser Erde stammen sollen. In den ältesten sumerischen Schriften taucht der Name Anunnaki auf eine Gruppe mächtiger Götter, die angeblich vom Himmel herabgestiegen sind, um die Menschheit zu formen und ihr Wissen zu schenken.
Doch wer oder was waren diese Anunnaki wirklich? Laut den Keilschrifttexten aus Mesopotamien kamen die Anunnaki aus den Sternen und lehrten die frühen Menschen Ackerbau, Architektur und sogar Astronomie. Einige Forscher, darunter Erich von Däniken, vertreten die Theorie, dass diese Götter in Wahrheit außerirdische Wesen waren, die die Menschheit genetisch veränderten. Interessanterweise gibt es in vielen alten Texten Hinweise darauf, dass diese Götter nicht einfach nur spirituelle Wesen waren, sondern physisch anwesend. Die Bibel spricht ebenfalls von übernatürlichen Wesen, die einst unter den Menschen wandelten, den Nephilim. Diese Riesen sollen das Ergebnis einer Verbindung zwischen den Söhnen Gottes und den Töchtern der Menschen gewesen sein. Manche glauben, dass die Nephilim keine mythologischen Gestalten, sondern Relikte einer uralten, vielleicht außerirdischen Spezies waren. Noch erstaunlicher ist, dass Wissenschaftler wie Christopher Bay und Xiu Jiewu in China eine bisher unbekannte Menschenart entdeckten, den sogenannten Homo Yuludensis. Diese prähistorischen Wesen hatten gigantische Schädel, die deutlich größer waren als die eines heutigen Menschen. Könnten sie die Grundlage für die Legenden der Nephilim gewesen sein? Weltweit finden sich Abbildungen und Erzählungen von Göttern, die von den Sternen kamen. In den Mythen der Maya und Azteken gibt es gefiederte Schlangenwesen, die Wissen brachten. In Indien beschreiben die alten Sanskrit-Texte fliegende Städte, die von göttlichen Wesen gesteuert wurden. Und selbst im alten Ägypten galten die Pharaonen als direkte Nachfahren der himmlischen Götter. Könnten all diese Geschichten von realen Begegnungen mit einer fremden Intelligenz stammen oder sind es lediglich Symboliken für spirituelle Erfahrungen? Die Parallelen zwischen den Kulturen sind jedenfalls zu zahlreich, um sie als bloßen Zufall abzutun. Überall auf der Welt gibt es alte Überlieferungen von einer gewaltigen Sintflut, die einst ganze Zivilisationen zerstörte. Die bekannteste Erzählung stammt aus der Bibel, die Sintflut, bei der Noah eine Arche baute, um das Leben auf der Erde zu retten. Doch diese Geschichte existiert nicht nur im Christentum und Judentum, auch der Islam berichtet in eindrucksvollen Details von der großen Flut. Im Koran wird die Sintflut in mehreren Suren erwähnt, insbesondere in Sure 11, Hud, Verse 36 bis 49. Dort heißt es, dass Allah Noah, im Islam als Prophet Nu bekannt, warnte, dass sein Volk durch das Wasser vernichtet werden würde, weil sie die göttlichen Warnungen missachtet hatten. Nu baute daraufhin eine Arche, um die Gläubigen und je ein Paar von jedem Tier zu retten. Der Koran beschreibt sogar, wo die Arche nach der Flut gestrandet sein soll. Auf dem Berg Al-Schudi, Sure 11, Vers 44, der sich möglicherweise in der heutigen Türkei oder im Irak befindet. Doch erstaunlicherweise finden sich ähnliche Geschichten nicht nur in den abrahamitischen Religionen, sondern in nahezu jeder alten Kultur, von Mesopotamien bis China, von Südamerika bis in die eisigen Weiten Sibiriens. Die sumerische Atrahasis-Epik erzählt von einer göttlichen Flut, die die Menschheit vernichtete, während das indische Mahabharata von gigantischen Wassermassen berichtet, die ganze Reiche verschwinden ließen. Könnte all das auf ein reales Ereignis hinweisen? Ist die Sintflut nur ein Mythos oder spiegelt sie eine globale Katastrophe wider, die vor Zehntausenden von Jahren eine unbekannte Hochkultur auslöschte? Wissenschaftler wie William Ryan und Walter Pittman haben eine Theorie entwickelt, die als Black Sea Deluge Hypothesis bekannt ist. Sie besagt, dass vor über 7000 Jahren eine gewaltige Flut das Schwarze Meer entstehen ließ. Damals war das heutige Schwarze Meer ein Binnengewässer mit fruchtbaren Ufern, an denen möglicherweise eine frühe Hochkultur lebte. Doch dann brach eine riesige Wassermasse aus dem Mittelmeer durch eine natürliche Barriere, das Wasser strömte mit unglaublicher Kraft ins Landesinnere und überflutete das Gebiet innerhalb weniger Wochen. Tausende Menschen könnten ihre Heimat verloren haben. War dies die historische Grundlage für die biblische Sintflut? Doch nicht nur das Schwarze Meer birgt Hinweise auf eine vergangene Katastrophe. Auch die Sahara-Wüste, die heute als eine der lebensfeindlichsten Regionen der Erde gilt, war einst ein grünes Paradies voller Flüsse, Seen und Tierherden. Vor über 10.000 Jahren begann die Region auszutrocknen, eine plötzliche Veränderung, die möglicherweise durch eine Kombination aus Klimawandel und menschlichem Einfluss ausgelöst wurde. David Wright, ein Archäologe, vertritt die Theorie, dass die Einführung der Viehzucht dazu führte, dass Pflanzen verschwanden, was das Ökosystem zum Kollaps brachte.
War diese Wüstenbildung das Ergebnis einer Umweltkatastrophe oder der Überrest einer viel älteren Zivilisation, die durch eine Flut hinweggefegt wurde? Auch in China gibt es Hinweise auf eine uralte Flutkatastrophe. Die Legende von der großen Flut des Gelben Flusses berichtet von Wassermassen, die über Jahre hinweg ganze Dörfer und Städte verschlangen. Laut Überlieferungen gelang es dem legendären Kaiser Yu, die Flut zu besiegen, indem er Kanäle baute, um das Wasser umzuleiten. Geologen fanden tatsächlich Spuren einer massiven Überschwemmung, die vor etwa 4000 Jahren stattfand. Gibt es eine Verbindung zwischen all diesen Fluten? Waren sie nur lokale Ereignisse oder Spuren einer globalen Katastrophe, die eine ganze Zivilisation vor der Sintflut auslöschte? Überall auf der Welt gibt es Berichte über Städte, die einst blühten und dann scheinbar über Nacht verschwanden. Einige wurden von Sand, Wasser oder Dschungel verschluckt, andere hinterließen kaum Spuren. Doch was, wenn diese Orte nicht einfach durch Kriege oder den Lauf der Zeit untergingen, sondern durch Naturkatastrophen oder gewaltige Fluten ausgelöscht wurden? Eines der bekanntesten Rätsel ist die Stadt Atlantis, die von dem griechischen Philosophen Platon beschrieben wurde. Laut seinen Überlieferungen war Atlantis eine mächtige Seemacht mit unglaublichem Reichtum und fortschrittlicher Technologie. Doch dann, so berichtet Platon, wurde die Stadt innerhalb eines einzigen Tages und einer einzigen Nacht von der Erde getilgt versunken im Ozean. Viele Forscher glauben, dass Atlantis eine Legende ist, doch einige Theorien besagen, dass sie auf einer realen Katastrophe basieren könnte. Ein möglicher Kandidat ist die versunkene Insel Santorin, die vor etwa 3600 Jahren durch einen Vulkanausbruch zerstört wurde. Auch in Spanien gab es einst eine Stadt, die an Atlantis erinnert: Tartessos. Der griechische Historiker Herodot schrieb über diese geheimnisvolle Zivilisation, die für ihren enormen Reichtum bekannt war. Doch dann verschwand Tartessos plötzlich aus der Geschichte. Manche glauben, dass sie durch eine gewaltige Flut vernichtet wurde, während andere vermuten, dass sie von den Karthagern erobert und ausradiert wurde. In Nordamerika existierte vor über 1000 Jahren eine gigantische Stadt namens Cahokia. Sie war das Zentrum einer hochentwickelten Gesellschaft mit monumentalen Erdhügeln, die noch heute sichtbar sind. Doch etwa um das Jahr 1200 begann der plötzliche Niedergang der Stadt. Der Geowissenschaftler Samuel Munoz fand Hinweise darauf, dass eine gewaltige Überschwemmung Cahokia zerstört haben könnte. Die Wassermassen könnten Felder vernichtet, Nahrungsknappheit ausgelöst und die Gesellschaft ins Chaos gestürzt haben. Eine weitere Stadt, die durch eine Naturkatastrophe vernichtet wurde, ist Petra in Jordanien. Diese legendäre Felsenstadt wurde von den Nabatäern erbaut und war einst ein florierendes Handelszentrum. Doch dann kamen Erdbeben und veränderten den Verlauf der Wasserquellen. Ohne Zugang zu frischem Wasser konnte die Stadt nicht überleben und wurde schließlich aufgegeben. Sind diese verlorenen Städte nur Einzelfälle oder gibt es ein Muster? Könnten sie Hinweise auf eine größere Katastrophe sein, die immer wieder Hochkulturen vernichtete? Und wie viele weitere versunkene Städte warten noch darauf, entdeckt zu werden? Wenn all diese Geschichten, Mythen und archäologischen Funde eines gemeinsam haben, dann ist es die erschreckende Möglichkeit, dass unsere Zivilisation nicht die erste große Hochkultur auf diesem Planeten war. Was, wenn vor Zehntausenden von Jahren bereits eine fortschrittliche Gesellschaft existierte und durch eine gigantische Katastrophe für immer ausgelöscht wurde? Die ägyptischen Chroniken sprechen von Herrschern, die über Jahrtausende lebten. Die Sumerer überlieferten Königslisten mit unmöglich langen Regierungszeiten. Weltweit existieren Legenden von Riesen, Göttern und Besuchern aus den Sternen, die Wissen brachten und dann verschwanden. Und immer wieder kehrt eine Geschichte zurück: die große Flut, die alles hinwegfegte. Aber was, wenn es sich dabei nicht nur um Mythen handelt? Wissenschaftler haben Beweise für riesige Überschwemmungen gefunden. Das Schwarze Meer könnte durch eine Sintflut entstanden sein, Cahokia wurde möglicherweise von Hochwasser zerstört und in China gibt es Hinweise auf eine gewaltige Flutkatastrophe vor 4000 Jahren. Selbst die Sahara war einst eine blühende Landschaft, bevor eine abrupte Veränderung alles in eine Wüste verwandelte. Die Frage ist nicht mehr, ob Zivilisationen in der Vergangenheit durch Katastrophen untergingen, sondern wie viele es waren. Vielleicht gibt es unter Wüsten, Meeren und dichten Dschungeln noch Überreste einer Epoche, die lange vor unserer begann. Vielleicht waren die Götter der Antike nicht nur Einbildung, sondern Erinnerungen an eine Zeit, als die Menschheit mit überlegenen Wesen in Kontakt stand. Und jetzt kommt der beunruhigendste Gedanke.
Wenn es bereits einmal geschah, könnte es wieder passieren? Unsere Städte, unsere Technologien, unsere ganze moderne Welt, all das könnte durch eine einzige Katastrophe ausgelöscht werden. Und dann? In 10.000 Jahren würden die Menschen von morgen über uns sprechen, wie wir heute über Atlantis, eine vergessene Zivilisation. Nur noch ein Flüstern in den Legenden. Glaubst du, dass es eine hochentwickelte Zivilisation vor unserer Zeit gab? Oder sind all diese Hinweise nur Zufall? Schreib deine Meinung in die Kommentare. Und wenn du mehr über die Geheimnisse der Vergangenheit erfahren willst, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren.